Grüezi und herzlich willkommen. Wir starten in Piscadell mit dem Ziel einer Wanderung rund um den Lago Bianco. Na gut, wem das jetzt gerade nicht viel sagt, der Stausee liegt am Bernina Pass zwischen dem Val Poschiavo und dem obersten Seitental des Engadins, dem Val Bernina in der Schweiz. Okay, und als kleiner Vorgeschmack, dies ist das Ziel unserer Wanderbegierde, der Lago Bianco. Hübsch, es wird sich also lohnen, dran zu bleiben. Vorerst geht's aber noch etwas bergauf, mit dem Auto ja kein Problem. Gleich da vorne geht es links auf die Bernina Passstraße Richtung Passhöhe. Los geht's! Unterwegs beeindruckt immer wieder die imposante Bergwelt. Einfach herrlich, von einer solch schönen Landschaft umgeben zu sein. Der Bernina Pass stellt eine jahrtausendealte Verbindung der ebenfalls jahrtausendealten Kulturlandschaften des oberen Engadins um St. Moritz mit dem Veltlin dar. Trotz dieser Tatsache gehörte der Bernina nie so recht zu den wichtigen Pässen der Schweiz. Außer im späten Mittelalter, damals errang der Pass tatsächlich eine gewisse Bedeutung für den Handel. Doch der Bernina Pass stand immer im Schatten benachbarter Pässe wie des Maloias oder des Ofenpasses. So, wir erreichen den Parkplatz beim Bernina Hospiz und da liegt er vor uns, still und ruhig, der Lago Bianco. Wir machen uns gleich auf den gut ausgeschilderten Weg. Bis zum See ist es nur ein kurzer Abstieg von 5 Minuten. Als erstes kommen wir an der Station der Bernina Bahn vorbei. Wir befinden uns hier auf der Bernina Passhöhe, nahe dem Hospiz und natürlich dem Lago Bianco. Außergewöhnlich super, phänomenal die Aussicht hier. Super. Wie man sieht, allerdings ganz knapp, aber man sieht, dass hier ein herrlicher Rundweg rund um den Lago Bianco existiert. Den werden wir nun gemeinsam erkunden. Viel Spaß! Sieht schon cool aus, wie sich die Bernina Bahn dem See entlang schlängelt. Stolze 2234 Meter liegt der See über dem Meeresspiegel, hat eine Fläche von 1,5 Quadratkilometern und eine maximale Tiefe von 53 Metern.
Nach einer Stunde haben wir bereits das südliche Ende des Lago Bianco erreicht. Der Blick zurück bietet uns ein herrlicher Anblick. Heute spiegelt sich auf seiner Oberfläche die herrliche Bergwelt nicht immer. Leider kräuselt der Wind oftmals leicht die Wasseroberfläche, was aber der Freude keinen Abbruch tut. Die beiden Gewichtsstaumauern südlich und nördlich wurden 1910 bis 1911 errichtet, sodass sich ein Stausee mit einem Volumen von 18,6 Millionen Kubikmetern bildete. Bereits befinden wir uns auf dem Rückweg auf der westlichen Seite des Sees. Immer wieder erhalten wir so die wunderbare Sicht auf den vorbeifahrenden Zug am gegenüberliegenden Ufer. Absolut phänomenal hier. Allerdings, ich frage mich schon, wieso dass der See hier Lago Bianco heißt. Weiß ist in meinen Augen anders, aber wer weiß, vielleicht hat es hier weiße Fische drin. Die 60 Kilometer lange Bernina Bahn gehört seit dem Zweiten Weltkrieg zur Rhätischen Bahn. Sie ist eine eingleisige, meterspurige Eisenbahnstrecke und verbindet St. Moritz im Kanton Graubünden mit der italienischen Stadt Tirano. Sie gilt als höchste Adhäsionsbahn der Alpen und als eine der steilsten Adhäsionsbahnen mit bis zu 7% Neigung der Welt. Die Bernina Bahn wurde gemeinsam mit der Albula-Bahn am 7. Juli 2008 in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.
stehen wir auf der nördlichen Gewichtsstaumauer. Wenige Dutzend Meter nördlich des Lago Bianco liegt der Lago Nero am Oberlauf des Bernina Baches. Unmittelbar am Nordende des Lago Bianco liegt die kontinentale Wasserscheide zwischen den Einzugsgebieten des Po und des Inn-Donau-Flusssystems. Mein Fazit von der heutigen Wanderung: Die Bilder vom Stausee und der Berglandschaft haben mich derart begeistert, dass ich sie gerne noch einmal auffrischen möchte. Eventuell als Passagier der Rhätischen Bahn. Das wäre sicher toll. Mit diesen Bildern von der Rhätischen Bahn, wie sie dem Lago Bianco entlang fährt, geht unsere Wanderung zu Ende. Auch am Ende dieser Episode möchte ich euch fürs Zuschauen ganz herzlich danken. Ich freue mich sehr, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt und natürlich auch, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es darum geht, wunderschöne Orte zu entdecken. Ein Like von euch steigert natürlich meine Freude und meine Motivation weiterzumachen. Natürlich freut es mich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dafür meinen ganz besonderen Dank an euch. Wir sehen uns hoffentlich demnächst wieder. Bis bald.